Liebe Zuschauer des Grid-Kanals, seien Sie begrüßt. Und zwar, wir wollen heute über ein ungewöhnliches Thema mit euch diskutieren. Und zwar, wir wollen ja über das Engagement der Amerikaner und der Verbündeten in Afghanistan mit ihnen diskutieren. Wir wollen ja mit ihnen diskutieren, ob die Amerikaner und ihre Verbündeten in Afghanistan überhaupt gewollt sind, die Terroristen zu bekämpfen und den Afghanen Frieden und Stabilität zu schenken. Aus diesem Anlass wollen wir mit Ihnen unsere Meinung teilen. Ich hoffe, dass unsere Diskussion wird Sie nicht langweilig wird. Liebe Zuhörer, wie Sie wissen, der Krieg in Afghanistan dauert ja seit 2 Jahrzehnten an. Nachdem die Amerikaner nach den Ereignissen des 11. September in Afghanistan einmarschiert sind und ihre Verbündeten natürlich ebenfalls mit hineingezogen worden sind, ist ja der Krieg in Afghanistan immer noch da und die Sicherheitslage des Landes wird immer schlechter und die Afghanen warten ja natürlich vergeblich auf den Frieden und die Gegner der afghanischen Regierung werden natürlich von Tag zu Tag natürlich immer stärker und die Sicherheitslage des Landes, wie gesagt, wird immer schlechter. Aus diesem Grunde könnte man ja meinen, kann ja sein, dass wenn die amerikanischen Soldaten ihr Verbündeten in Afghanistan militärisch anwesend sind und den sogenannten Terrorismus in Afghanistan bekämpfen, wie kann es sein, dass der Terrorismus in Afghanistan immer stärker wird und die Sicherheitslage sich natürlich in positiven Sinne gar nicht ändert. Aus diesem Grunde sind wir skeptisch, was den Amerikanern anbelangt, was den amerikanischen Kampf gegen den Terrorismus anbelangt, denn die Amerikaner wissen wohl, wo die Terroristen herkommen, wie die Terroristen erzielt, wie die Terroristen unterstützen, wo die terroristischen Zentren natürlich sind und aus diesem Grund sind wir dem amerikanischen Engagement in Afghanistan skeptisch gegenüber. Dies ist natürlich für uns nicht nachvollziehbar. Für die Afghanen ist ja dies natürlich inakzeptabel, was die Amerikaner in Afghanistan bewirken und der Kampf gegen den Terrorismus, gegen den Terrorismus in Afghanistan anbelangt. Dies ist natürlich für die Afghanen natürlich und erklärbar und dies ist ja natürlich nicht akzeptabel. Aus diesem Grunde könnte man sagen, dass tatsächlich die Amerikaner hinter den Terroristen stehen und die Amerikaner selbst die Terroristen produzieren und weil die Amerikaner, die pakistanische Seite jederzeit militärisch und materiell unterstützt. Aus diesem Grunde könnte man sagen, dass die terroristischen Zentren natürlich wie aus unserem anderen Beiträgen, die wir ihnen gesendet haben, haben wir ihnen erwähnt, dass die terroristischen Zentren in Pakistan immer noch da sind, dass die Amerikaner diese terroristischen Zentren natürlich am Leben erhalten wollen und diese terroristischen Zentren werden von der pakistanischen Seite natürlich am Leben erhalten und aus diesem Grunde könnte man sagen, wenn die Amerikaner die Pakistaner militärisch und materiell und finanziell unterstützen, dann ist es ja natürlich für uns klar, dass die Amerikaner quasi den Terrorismus in Pakistan unterstützen und diese Terroristen werden natürlich wieder nach Afghanistan, nach Indien, nach Iran und nach Kaschmir gesendet und diese Terroristen veranstalten ja dort terroristische Aktivitäten. In Afghanistan werden diese natürlich von Tag zu Tag stärker und diese Terroristen, diese Massenmörder werden nach Afghanistan geschickt und dies ist ja natürlich kein Geheimnis mehr, dass diese Terroristen natürlich von der pakistanischen Seite tagtäglich zu Hunderttausenden, natürlich Hunderte nach Afghanistan geschickt werden und dort in Afghanistan natürlich jede Menge terroristische Aktivitäten bewirken. Aus diesem Grunde beschuldigen wir die Amerikaner, ihre Verbündeten, dass diese Terroristen unterstützen und dass diese überhaupt nicht gewollt sind, die Terroristen in Afghanistan zu bekämpfen, beziehungsweise in Pakistan zu bekämpfen, denn dieses amerikanische Engagement basiert ja natürlich darauf, dass die afghanische Regierung unterstützen und in Afghanistan natürlich den demokratischen Kräfte unterstützen und andersrum die Terroristen bekämpfen. Wir sehen bislang kein Anzeichen dafür, dass die Amerikaner tatsächlich den Terrorismus in Afghanistan bekämpfen, denn seitdem die Amerikaner
Amerikaner in Afghanistan anwesend sind, sind ja die Gruppen der Terroristen immer weiter verbreitet worden und diese Anzahl der Terroristen jenseits der Grenze zu Pakistan werden zu Hunderttausende geschätzt. Aus diesem Grund werden natürlich diese Terroristen der afghanischen Seite gegenüber immer brutaler und es werden natürlich immer wieder Terroristen Anschläge in Afghanistan begangen und wie Sie wissen natürlich, liebe Zuhörer, seit Anfang dieses Jahres sind in Afghanistan etwa 200.000 Menschen getötet worden, ob dies nur unter der militärischen Auseinandersetzungen zwischen Amerikanern und Taliban oder unter der Bombardierung der Amerikaner in Afghanistan ermordet worden sind, kann man nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall sind ja diese Aktivitäten verstärkt worden und die Amerikaner müssen das wissen. Den Amerikanern ist dies klar, weil wir hinter dieser terroristischen Aktivitäten stehen. Das ist auf jeden Fall uns klar. Das sind die pakistanischen Terroristen und die pakistanischen Zentren. Sie werden immer weiter verbreitet in Pakistan. Dies ist natürlich den Pakistan natürlich klar und den Amerikanern klar. Aus diesem Grund haben wir natürlich mehrfach an die Europäer, an die Verbündeten der Amerikaner appelliert, dass ob die wirklich die Terroristen gegen die Terroristen in Afghanistan bzw. jenseits der Grenze zu Pakistan sind, ob die wirklich die demokratischen Kräfte in Afghanistan unterstützen wollen, ob die wirklich in Afghanistan überhaupt welche Errungenschaften haben, die natürlich die Freunde der Amerikaner in Afghanistan verteidigen wollen. Aus diesem Grunde appellieren wir noch einmal an die Freunde der Amerikaner, an die Amerikaner selbst, die in Afghanistan eine ernsthafte Politik begehen sollten, dass sie wirklich in Afghanistan und jenseits der Grenze zu Pakistan die Terroristen tatsächlich bekämpfen. An erster Stelle verlangen wir von den Amerikanern und die Verbündeten der Amerikaner, dass die Pakistaner isolieren, dass die Pakistaner bestrafen, die Pakistaner sind diese einzige Kraft, die in Zentralasien und Südostasien natürlich die Touristen unterstützen und diese Touristen werden überall auf der Welt gesendet und diese ist natürlich der verbundenen Amerikaner natürlich klar, dass das Land Pakistan ein einziges Land ist, das auf der ganzen Welt Touristen exportieren, Touristen produzieren. Und aus diesem Grund mussten sie natürlich diesen Engagement der Amerikaner der eigenen Bevölkerung erklären, was die in Afghanistan für Errungenschaften haben, was die in Afghanistan bewegt haben. Dies muss ja natürlich auch die Bevölkerung der Amerikaner auch ihre eigene Bevölkerung erklären, denn dort werden natürlich in diesem Krieg in Afghanistan werden natürlich tagtäglich Milliarden von Euros, Milliarden von Dollars natürlich ausgegeben. Aus diesem Grund müssen wir die Amerikaner und ihre Verbündeten, ihre Steuerzahler in ihren eigenen Ländern natürlich erklären müssen, was sie mit diesem Kampf in Afghanistan bewegt haben, was die in Afghanistan wollen. Liebe Zuhörer, weil wir unseren Beitrag natürlich kurz wie möglich fassen sollten, denn in YouTube konnten wir einen Beitrag nicht auf bestimmte Länge senden. Auf diesem Grund müssen wir aufhören. Und wir wollen natürlich unseren Beitrag in der zweiten Teil natürlich weiter erweitern. Jetzt verabschieden wir uns von Ihnen. Danke für eure Aufmerksamkeit.